Wir fahren zum Nabel der Welt. Ich dachte, das ist ganz nett und so, es ist ganz hübsch, aber das ist wirklich beeindruckend. Wir gehen jetzt nach Delphi und dann fragen wir mal das Orakel von Delphi. Wo wir nächstes Jahr sind. Ist alles total schön, aber das hilft uns nicht weiter. Das ist eher die Horror-Freak-Show jetzt. Was ist los? Wir fahren Auto. Wir fahren Auto. Wir fahren zum Nabel der Welt, habe ich gerade gelernt. Wir fahren nämlich nach Delphi. Ja. Ja. Tempel angucken. Wir gucken uns heute alte Steine an. Ganz alte Steine. Und dann noch ein Kloster. Das Kloster Hosius Lukas. Ja. Genau. So. Ich lach deswegen, weil mein Sohn auch Lukas heißt. Deswegen lache ich. Der heilige Lukas. Ja. So, da fahren wir heute hin. Ja, also wir sind recht früh unterwegs. Es ist irgendwie so, weiß nicht, 8 Uhr, 9 Uhr, irgendwie sowas. 8:47 Uhr. Und wir freuen uns sehr darauf, mal vom Boot runterzukommen und ein bisschen einen Ausflug zu machen. Ja. Galaxidi ist so auf den ersten Blick, was wir bisher gesehen haben, echt hübsch. Das ist so ein bisschen, ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Italien. So Richtung Venedig. Könnten heute eh nicht weiter, weil es ist Nullwind. Passt das auch ganz gut. Das war ganz witzig gestern mit dem Auto. Und, da, wo die Office eingetragen ist, da sind wir hingegangen, da war alles zu und verrammelt. Nebendran war ein Restaurant, haben wir da gefragt. Und da hat die uns eine Karte in die Hand gedrückt von einem Taxiunternehmen. Und sie hat dann nur so geheimnisvoll gelächelt, hat gemeint, der ist ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Ruf einfach an. Dann haben wir angerufen und in dem Moment, wo ich anrufe, stupst mich Marion an und sagt, das ist der da. Also wir standen 20 Meter voneinander entfernt, haben über Handy telefoniert. Die Autos standen da schon alle. Haben natürlich keine offiziellen Aufkleber. Er wollte auch lieber Bargeld haben. Also, Ja, das Büro ist ein Transporter. ja. Aber egal, also ich meine, Das Auto ist super. Das ist Ja. total neu und netter Kerl. Und ach so, Genau. genau. Und weil ich eben kein Bargeld hatte, hat er gemeint, dann zahlst du morgen, aber nicht vergessen. Also wenn ich das Auto zurückgebe. und jetzt fahren wir ein bisschen es ist so witzig, ne? Hier ist nix. Die Berge sind komplett leer. Das ist irgendwie nichts. Oh, was machst denn du? Willst du jetzt schon Haben's- gleich das... Die haben es alle eilig Auto hinter kaputt mir. machen? Die drängeln hier wie Sau. Ja, lass sie drängeln. Na? Ihr beide irgendwie sprachlos, glaube ich. Ja, sehr beeindruckt. Ja. Also, das ist wirklich, ja, es ist toll. Also habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das ist ganz nett und so, es ist ganz hübsch, aber das ist wirklich beeindruckend, dieses Kloster, auch die Geschichte dazu. Und ja, das ist nicht umsonst ein UNESCO-Weltkulturerbe, finde ich. Also ich finde es zum einen landschaftlich total spektakulär. Das liegt auf so einem Hang, der Richtung Süden weist, und das Tal ist total fruchtbar. Da sind unten irgendwie
irgendwelche Plantagen, die auch dazugehört haben. Und, aber eigentlich gegründet war es von irgendeinem lokalen Mönch im 9. Jahrhundert, 843 oder sowas. Der zog hier immer Land auf, Land ab, war Eremit und so. Und dann irgendwann hat er sich hier niedergelassen, hat ein paar Leute um sich geschart und dann ging das los hier. Und zu was das dann über die Jahrhunderte geworden ist, ist echt beeindruckend. Also man sieht auch ganz viele, ich hätte fast gesagt Siedlungsepochen, also die wurden halt ganz oft umgebaut hier auch und man weiß gar nicht mehr genau, was vorher war. Man kann es an den Steinen so ein bisschen ablesen, dass das vielleicht mal das war und das vielleicht mal das. Aber allein wie es heute ist, ist echt beeindruckend. Das ist echt wunderschön. Ja. Und das ist halt einer byzantinischen Stadt nachempfunden, also Stadtmauern sozusagen und innen drin nochmal ein Hof, also Gebäude um einen Hof gruppiert, also was auch so eine abwehrende Wirkung hat. Und gleichzeitig als Kloster halt auch so eine konzentrierende Wirkung hat. Also ich finde es wunderschöne Atmosphäre auch. Ja, und ich finde die Kirche dazu, finde ich irre. Also ganz alte Fresken. Also es sind Fresken und Mosaike aus verschiedenen Jahrhunderten drin. Ja, ganz uralte Fresken und mittelalterliche Mosaike in einer wirklich ganz tollen Zustand. Klar, es ist viel renoviert, aber in einem super schönen Zustand. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass diese Mosaike sind aus winzig klein, also wirklich so aus 3 Millimeter oder sowas? Ja, 3 Millimeter auf 3 Millimeter Steinchen gemacht und wirklich große Mosaike. Ja. Und das ist, also da brauchst du über Kopf, ja. Ja, geht auch nur mit einer Pinzette. Also es ist echt beeindruckend, ne? Ja. Also Wahnsinn. Ja. Toll. Und überall, wenn man hier draußen ist, überall liegen Säulenreste und Kapitelle auch rum. Hinter uns ist zum Beispiel der Eingang, das Haupttor, das ehemalige Haupttor. Da haben sie irgendwie eine Rundsäule irgendwo gefunden, haben die als Türsturz verwendet. Und solche Sachen finde ich als Architekt dann immer faszinierend, solche Sachen wieder zu entdecken oder eine alte Türangel, solche Sachen finde ich halt immer ganz toll, solche Details. Da hinter uns, das ist übrigens das Haupttor, was ich gerade angesprochen hatte. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir in den Jahrhunderten noch ein paar Jahrhunderte zurück. Wir gehen jetzt nach Delphi zum Orakel von Delphi und dann fragen wir mal das Orakel von Delphi. Wo wir nächstes Jahr sind. Genau, wie unsere Reise noch so weitergeht. Vielleicht weiß das Orakel von Delphi ja eine Antwort. Vielleicht sagt das Orakel von Delphi auch, sag mal, spinnst du, wenn du es selber nicht weißt? Woher soll ich das wissen? Ja, genau. Wir fahren weiter. Wir stoppen in Arachova, einem Bergort am Hang des Panos. Hier, mitten in Griechenland, liegt eines der größten Skigebiete des Landes. Im Winter kommen die Athener zum Skifahren, im Sommer ist es still. Die Lifte stehen, die Pisten sind grün und wir stehen in der Sonne und denken, irgendwie surreal. Ein Skiort im Land der Badebuchten.
wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Das Orakel hat uns nicht gesagt, wo wir nächstes Jahr sind. Wir sind etwas ratlos. Ja, genau. Nein, also das war jetzt die Auflesung vorab. Also wir sind jetzt hier durch den archäologischen Park gelaufen und das ist absolut beeindruckend. Das ist ein riesiges Areal. Ein Heiligtum am anderen, also wirklich im Meter Abstand und eins größer als das andere. Es ist überwältigend, wenn man mit der griechischen Geschichte wenig zu tun hatte. Also es geht ganz viel um Kriege und wer wann gegen wen gewonnen hat. Und dann wurde ein Heiligtum errichtet oder das Schatzhaus errichtet der Athener, wo dann aus dem was war das denn für ein Krieg? Über die Perser? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Ja, eben. Geht schon los. Frag doch bitte nicht mich. Da fragt er mich. Mach du mal Zusammenfassung. Ich? Meine Zusammenfassung willst du nicht hören. Wir sind vorhin an einem Franzosen vorbeigelaufen, der hat gesagt, das ist hier wohl eher was für Steinmetze. Das ist ungefähr auch meine Haltung hier. Es sind ganz furchtbar viele alte Steine. Es ist für mich nicht so interessant, weil es nicht mehr so plastisch ist. Also es ist ganz wenig so, dass ich da sitze und sagen kann, oh ja, genau, so interessant, wie das früher ausgesehen hat, weil ganz viel halt einfach zerstört ist. Ja. Also da stehen von dem Apollo-Tempel 3 Säulenfragmente und eine Grundplatte. Und das ist für mich so schwer zu greifen. Und dass die damals, weiß ich nicht, 500 vor Christus auf die Idee gekommen sind, hier Tempel zu bauen, das ist für mich auch ein bisschen rätselhaft, aber ist so, haben sie gemacht. Wie ist denn eigentlich dieses Orakel wirklich abgelaufen? Und das fand ich total spannend. Also es war offensichtlich so, dass das immer am 7. Tag eines Monats war und das Medium war die sogenannte Phytia, das war eine Frau, die ernannt wurde und keusch gelebt hat. Und die hat sich dann ins Akrotyrium, glaube ich, hieß das, in den heiligsten Ort des Tempels zurückgezogen und saß dort über eine Erdspalte gebeugt, aus der vermutlich Ethylendämpfe aufstiegen. Jedenfalls ist sie in Trance geraten und hat dann, und das finde ich das Interessanteste dran, unartikulierte Laute ausgestoßen. Und die Priester, die anwesend waren, haben die aufgeschrieben und gedeutet. So. Genau. Und das fand ich eigentlich das Spannendste an dem ganzen Prozess, weil das wäre ja keine Ahnung, als wenn ich einfach den Vögeln zuhöre und das dann interpretiere, so ähnlich. Das wirklich Interessante waren, dass diese Priester oder diese Deuter, die waren halt hochintelligente Menschen und das ist im Prinzip eher so Diplomatie und Politik, weil die haben dann diese Fragen der Leute beantwortet. Genau, also die wussten auch viel, die waren gut informiert, die wussten viel Bescheid und konnten dann, als zum Beispiel Krösus da war und da seinen berühmten... nach dem Ausgang des Krieges gefragt hat. Ja genau, da hat er die Antwort bekommen, ein bedeutendes Reich würde untergehen durch diesen Krieg. Das war dann am Ende sein eigenes. Insofern hat das Orakel immer recht behalten, weil das Ziel war, Mehrdeutigkeit in den Orakelsprüchen zu haben. Am Ende war es doch Politik, weil es doch Menschen waren, die das gedeutet haben und die gesagt haben, also die entschieden haben, was der Mensch zu hören bekommt. Ja. Also alles in allem kann man es wirklich empfehlen. Wir machen uns langsam auf den Rückweg. Kein Wind. Wir haben 0
Knoten Wind, 0,1 Knoten in Böen. Und das bleibt die nächsten Tage auch noch so. Deswegen haben wir beschlossen, wir motoren jetzt weiter. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir würden wirklich über eine Woche jetzt in Galaxidi sitzen und auf Wind warten. Galaxidi ist wirklich hübsch. Hat uns auch echt gut gefallen. Der Ankerplatz ist sehr, sehr angenehm. Ist alles total schön, aber das hilft uns nicht weiter. Und deswegen, ja, motoren wir jetzt. Wir sind hier auch nicht die Einzigen, also es kommen uns auch immer wieder andere entgegen unter Motor, die andere Richtung fahren. Ja, nützt ja nichts, ne? Unser Ziel ist Navpaktos, irgendwie Little Italy, sind so 30 Meilen ungefähr und wir tuckern hier so ganz langsam vor uns hin. Es geht ja auch ganz angenehm, so ohne Wind hast du ja dann auch keine Welle, ist halt nur laut. Das ist halt ein bisschen schade. Es gibt total viele Quallen hier. Jetzt schwimmen gerade schon wieder hier diese Pfannkuchenquallen, Eierquallen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die so runden. Ich muss mal gucken, ob ich gleich eine finde, die ich euch zeigen kann. Ja, mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Ich bin immer noch zutiefst beeindruckt von dem gestrigen Tag und der Zeitreise durch die Jahrhunderte, Jahrtausende und dieses Skigebiet. Bist du mitten im Hochsommer und dann steht da schön Skiresort und du glaubst es nicht, da oben hat es 30 Grad, dass die Leute da Skifahren. Christoph versucht sich mal wieder wie immer im Angeln. Das tut mir ja auch so leid, dass das nicht funktioniert, aber für die Fische tut es mir nicht leid, wenn ich ehrlich sein soll. Ich schaue jetzt mal nach einer Qualle für euch. Wir wollten von Galaxidi nach Navpaktos fahren. Am Vormittag war kein Wind, also lief der Motor. Gegen Nachmittag frischt es auf, aber aus der falschen Richtung. Anstatt uns durchzukämpfen, stoppen wir in Trizonia. Eine kleine Insel mitten im Golf von Korinth. Keine Autos, nur Boote, ein paar Tavernen am Wasser. Wir ankern, der Motor verstummt und plötzlich ist alles still. Ein ungeplanter Halt, der sich anfühlt, als wäre er genauso gedacht gewesen.